Männer sprechen mit einer KI über Dinge, die sie keinem Menschen anvertrauen. Nicht über Arbeit, nicht über Sport, über Angst, über Einsamkeit, über das Gefühl, dass sie nicht wissen, wer sie sind. Nicht Teenager, ich meine Männer, 30, 35, 40 Jahre, mit Karriere, mit Wohnung, mit einem Leben. Und der einzige Ort, an dem sie darüber reden, ist ein Chat mit einer Maschine. Mein erster Gedanke war, das ist traurig. Und mein zweiter, so, nein, irgendwie ist das ehrlich. Und vielleicht zum ersten Mal. Es gibt einen stillen Deal, den die meisten Männer unterschrieben haben. Niemand hat ihnen den vorgelegt. Kein Gespräch und kein Vertrag. Und trotzdem halten sich alle daran. Fast alle. Funktioniere, beschwer dich nicht, löse deine Probleme allein. Und wenn du es nicht schaffst, sag es niemandem. Dafür bekommst du Respekt. Vielleicht. Manchmal. Was du nicht bekommst, ist auf jeden Fall jemanden, der fragt, wie es dir geht und der die Antwort wirklich hören will. Wie viele enge Freunde hast du? Nicht Leute für ein Bier. Ich rede von jemandem, den du 2 Uhr nachts anrufen kannst. Nicht, weil irgendwas Schlimmes passiert ist, sondern weil du dich leer fühlst. Wie viele? Die meisten Männer, die ich kenne, null. Nicht, weil sie keine Freunde haben, sondern weil keiner dieser Freunde jemals in diese Zone eingeladen wurde. Du kannst über alles reden, Autos, Arbeit, Frauen, Fußball, aber nicht darüber, dass du nachts wach liegst und dich fragst, ob jemand dich wirklich kennt. Und dann kommt da eine KI und der Mann tippt es einfach ein, mitten in der Nacht, in seiner Wohnung allein. Nicht, weil die KI besser ist, sondern weil er seinem Freund das nie sagen könnte. Es gab nie einen Raum dafür, nicht in der Kindheit. Jungs weinen nicht, heißt es, sei tapfer. Nicht in der Beziehung, sei stark, sei der Fels. Und wenn du bröckelst, das nicht vorgesehen. Nicht in der Arbeit, dort sollst du funktionieren oder ersetzt. Nicht in der Gesellschaft. Männer haben es doch gut. Was willst du dich eigentlich beschweren? In keinem dieser Räume war Platz für den Satz, ich bin einsam. Und jetzt gibt es einen Raum. Er hat kein Gesicht, kein Urteil und keine Konsequenzen. Und zum ersten Mal sagt der Mann die Wahrheit. Nicht, weil die Maschine so gut zuhört, sondern weil sie der einzige Ort ist, wo er nichts dafür bezahlt. Man hat uns erzählt, Einsamkeit ist der Preis der Stärke. Das ist eine Lüge. Es ist nicht die Spitze. Es ist eine Zelle. Und der Schlüssel liegt innen. Aber du greifst nicht danach, weil man dir beigebracht hat, dass der Schlüssel Schwäche ist. Und das System profitiert davon. Ein Mann, der isoliert ist ein Mann, der konsumiert. Der kauft, was er nicht fühlen kann. Der funktioniert. Weil Funktionieren das Einzige ist, wofür er Anerkennung bekommt. Einsamkeit ist kein Nebeneffekt. Einsamkeit ist ein Geschäftsmodell. Und die Schlagzeile: Männer werden abhängig von KI. KI ersetzt menschliche Beziehungen. KI macht einsam. Ich sage, das ist falsch. KI hat nichts ersetzt. KI hat einen leeren Raum betreten, den vorher niemand betreten wollte.
Das System zeigt mit dem Finger auf die Maschine, damit es nicht auf sich selbst zeigen muss. Denn niemand fragt, warum hat ein 35-jähriger Mann keinen einzigen Ort, an den er sagen kann, wie es ihm geht? Das ist keine KI-Frage, das ist eine Systemfrage. Und jetzt der Teil, den ich mir selbst eingestehen muss. Ich spreche über Einsamkeit, über Männer, die nicht reden. Und ich tue das über YouTube, einseitig. Du hörst mich, aber ich höre dich nicht. Ich kann dir nicht zuhören wie ein Freund um 2 Uhr nachts. Aber ich kann dir etwas geben. Die Erlaubnis. Das nächste Mal, wenn jemand fragt, wie es dir geht, und du sagst, alles gut, halt mal kurz inne und überleg dir, ob du den Deal weiter einhalten willst. Oder vielleicht sagst du zum ersten Mal die Wahrheit. Nicht der Maschine, sondern einen Menschen. KI macht Männer nicht einsam. KI zeigt, wie einsam Männer schon waren. Das Röntgenbild liegt vor dir. Und die Behandlung bist du. Das war André dekodiert. Und in den Kommentaren findest du den Link zum Podcast. Und ich freue mich auf die nächste Folge.